Ja, dann herzlich willkommen zu unserer jetzt schon 10. Folge von PhD What's Next. Und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder einen spannenden Gast hier haben, nämlich Dr. Eva Koper. Herzlich willkommen, Eva. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich Mhm. freue mich auch sehr. Und ja, heute soll es um das Thema Wissenschaftsmanagement gehen. Und da hat Eva ja auch schon ganz viele Erfahrung gesammelt. Und wir haben uns ja tatsächlich auch im Wissenschaftsmanagement kennengelernt. Das Als, stimmt. genau, als ich da auch noch tätig war, waren wir mal eine Zeit lang Kolleginnen. Deswegen freut es mich natürlich besonders, dass du jetzt auch hier bereit bist, hier mitzumachen. Mhm. Und, ja, es soll aber heute nicht nur ums Thema Wissenschaftsmanagement gehen, sondern wir wollen auch ein bisschen drüber sprechen, deutscher Arbeitsmarkt, ja, Deutsch als Fremdsprache, wie kommt man damit zurecht? Wie kommt man da gut rein? Da werden wir auch Mhm. noch, genau, ein bisschen dann drüber reden. Ja, bevor wir loslegen, vielleicht noch mal 'n paar Worte hier zu dieser Reihe. Also, mein Name ist Iris Köhler und ich, ja, habe jetzt diese Reihe eben gestartet, seit letztem Jahr. Heute haben wir schon die 10. Folge, um eben verschiedene Karrierewege aufzuzeigen. Bin seit 7 Jahren hauptberuflich selbstständig als Karrierecoach und Trainerin, war früher selber, in der Wissenschaft tätig und eben auch im Wissenschaftsmanagement und habe eben einfach gesehen, dass es hier, wirklich Bedarf gibt. Ja, und freue mich, dass wir jetzt Mhm. heute mal über das Thema Wissenschaftsmanagement reden können. Genau. Ja, vielleicht erst mal 'n paar Worte zu dir, Eva. Also, Mhm. du Gerne. kommst aus Polen, hast in Polen auch Mhm. studiert, an der Uni Gdansk, Biotechnologie und bist dann für die Promotion nach Deutschland gekommen. Mhm. Und dann aber hast du Deutschland erst mal noch mal verlassen, warst dann genau, in Manchester, University of Manchester, ja, ich glaube fast, ja, 9 Jahre, oder? Mhm. Also, Das stimmt, ja. ja, Mhm. Lange ziemlich Zeit, viel ja, länger als genau. als geplant. Mhm. Genau, warst dort, Lab Manager und dann noch, Deputy Technical Operations Manager. Da werden wir Mhm. auch noch auch noch mal kurz drüber reden, was du da gemacht hast. Mhm. Und dann, genau, bist du ja 2017 dann wieder nach Deutschland gekommen mit deiner Mhm. Familie und dann dort ins Wissenschaftsmanagement eingestiegen. Ja, hast da umfassende Erfahrungen auch gesammelt in verschiedensten Einrichtungen, ja, Helmholtz, Max Planck, dann auch, Universität Leipzig. Und genau, da bin ich gespannt, was so deine Erfahrungen sind. Ja, magst du vielleicht erst mal erzählen, dass wir erst mal ganz vorne anfangen, so was hat dich damals eigentlich motiviert, ja, zu promovieren und hattest du da schon so im Hinterkopf: „Ich gehe mal ins Wissenschaftsmanagement“ oder wie waren so die Anfänge? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also Forschung zu machen hat mir immer Spaß gemacht, ich dachte, dass ich möchte ein bisschen nach meiner, Masterarbeit weiter Forschung machen und gerne im Ausland. Also, ich war schon während Unizeit in England zu meinem Austausch und ich habe wirklich, gesehen, dass es also Netzwerken und genau, internationaler Umgang ist, wirklich wichtig, um erfolgreich als Forscher zu sein und, deswegen dachte ich, ich wollte ganz einfach nach Deutschland und, genau, und dort, dort zu promovieren. Ganz genau wusste ich nicht, was ich danach machen möchte. Natürlich, also Wissenschaftsmanagement, ich wusste nicht, dass so ein Bereich oder Feld überhaupt existiert. Wusste ich nicht. Und alle Möglichkeiten waren damals noch offen, also inklusiv auch diese klassische, Laufbahn von wissenschaftlicher, Karriere. Es hat sich, angefangen zu kristallisieren während PhD. Ich habe, ähm, ganz, also natürlich sehr fleißig Forschung gemacht, aber auch ganz viel beobachtet, wie die Strukturen, wie die Prozesse, laufen. Und ich habe auch natürlich ganz viel beobachtet, wie es beim zum Beispiel meine, Betreuerin, das war eine junge Junior Group Leader an der Max Planck und ich kannte wirklich, beobachtet, wie ihren, äh, genau, Alltag, aber auch, Verknüpfung mit privatem Leben, funktioniert und
Genau, und das hat mich, eigentlich das natürlich hat meine Entscheidungen, beeinflusst. Ich wusste, dass erstens ich nicht so wahrscheinlich gut bin, um diese Konkurrenz bei Eintragstellung und insgesamt Ideen, ähm, zu entwickeln, weil ich nicht also, ich wusste, dass wahrscheinlich als Gruppenleiterin werde ich nicht weitermachen. Und dazu wusste ich auch, dass ich möchte Familie gründen. Und ich könnte sehen, dass es überhaupt nicht so einfach ist, äh, ja, vor allem damals für Frauen. Jetzt ist glücklicherweise ein bisschen das ist ein bisschen es gibt viele Unterstützung, ja, Strukturen, aber genau, das hat mich, definitiv beeinflusst und ich wusste, dass wahrscheinlich muss ich etwas anderes als Standard oder klassische Weg, und Laufbahn für wissenschaftliche Karriere Mhm. verfolgen. Mhm. Ja. Und wie bist du dann nach Manchester gekommen? Also hier, also das ganz, ganz triviale Erklärung. Also, mein Freund damals und seit 17 Jahren mein Mann wollte unbedingt nach England, nach dem PhD. Wir haben zusammen in einem Labor, PhD gemacht und, er hat sein Postdoc gefunden in Manchester und ich bin mitgekommen und dort genau nach Stellen gesucht und ich wusste, das wird nicht klassische Postdoc, sondern genau so Lab-Management-Stelle und ich denke, das war sehr, sehr, gute Entscheidung. Mhm. Ja, du warst ja auch lange dort, auch in der Ja, Rolle, hast dich da ja auch noch weiterentwickelt. Magst du mal genau. Mhm. magst du mal 'n bisschen beschreiben, so was waren damals so deine Aufgaben? Mhm. Also, als Lab-Managerin die Aufgaben wurden sehr, sehr laborzentriert. Also, ich habe natürlich weiter Forschung gemacht, das war wahrscheinlich 50%. Ich habe noch Experimente gemacht und war sehr involviert in Forschungsprojekten im Labor. Aber ich habe auch so, auch schon, Unterstützlabor, also wenn es um Infrastruktur, Ressourcen ich habe mich um Geräte gekümmert, um, Health and Safety, das ist ein Thema in England, natürlich SOPs, Dokumentation von SOPs, Patente auch. Also, mein damaliger, Betreuer und Gruppenleiter, er hat, mehrere Patente und, das war auch schon ganz viel, ja, ganz viel Arbeit, um das zu irgendwie genau, unterstützen und koordinieren. Genau, also das waren die Aufgaben, so ganz einfach Organisation von Labor. Das waren wahrscheinlich 20 bis 30 also Mitarbeiter im Labor. Es war wirklich tatsächlich ganz viel zu tun. Mhm. Was war das noch mal für 'n Labor? Was habt ihr da für Forschung gemacht? Das waren Intergreens, also, eigentlich dann hat, äh, fast am Anfang direkt am Anfang, mein Chef hat gewechselt zum Cancer Research und the Role of Integrins in Cell Migration, Extracellular Matrix und, genau, also ganz viel, Tissue Culture, Cell Culture und genau, also ich war auch involviert in Koordination oder Organisation von Biobanking auch. Also wirklich, ich habe als Lab-Manager ganz viel Zeit noch im Labor verbracht. Ja, also noch Ähm, sehr nah dran an der Sehr nah, Forschung. genau, Ja, sehr ja. nah. Also, ich habe auch schon angefangen, ein bisschen Finanzen zu überwachen, und genau, das war alles sehr verknüpft mit Patenten aber noch ganz viel im Labor. Und dann als, Deputy Operations Manager. Also, das klingt tatsächlich ein bisschen bizarr jetzt, aber das ist sehr sehr typische Rollen, in England, an der Uni. Also, Profil war ähnlich wie Lab Manager, aber es war viel größere Skala sozusagen. Also, das war so wie ein bisschen Schirm, äh, wir haben ganz einfach überwacht ganze Abteilung. Also, genau, an der medizinischen Fakultät, also, hm, es waren mehrere Core Facilities zum Beispiel, wo wir auch kontrolliert haben, welche Ressourcen die brauchen, welche Wartung, von Geräten die brauchen. Das war zum Beispiel Mikroskopie, Proteomics und Ähnliches. Ähm, genau. Und
wir haben auch Audite von Laboren gemacht. Also, das war wirklich viel größer. So, äh, sehr, sehr mit, Laboren, also, so ganz einfach, Organisation auch von Laboren, aber im größeren, viel größeren Bereich. Mhm. Und das war eine feste Stelle. Aha. Was soll ich was Ja, ich und da ging's dann auch schon mehr in Richtung Management, oder? Weniger dann genau, Labortätigkeit, sondern genau, eigentlich genau. schon Richtung Wissenschaftsmanagement, so Definitiv, also ja. definitiv schon wirklich Steuerung von Prozessen, also Mhm. Verknüpfungen zwischen wirklich, Forscher. Wir waren sehr, beschäftigt beim Planung von Projekten, Budgetplanungen und genau, also, wirklich, ja, Wissenschaftsmanagement, so in der Sinne jetzt hier wahrscheinlich näher zum, was wir werden dann später Mhm. besprechen. Mhm, Ja, ja, genau. mhm. Ja, und dann seid ihr ja zurück nach Deutschland dann gekommen? Genau. 2017, ja? Ja, wir sind genau nach Deutschland zurückgekommen. Wahrscheinlich es ist wichtig zu erwähnen, dass, wir haben Familie gegründet in England und genau diesen Wechsel von für mich mindestens von diesen klassischen, hier, PhD und ich habe gewechselt zu ein bisschen mehr flexibel, also die Rolle Lab Manager und Deputy, Operations Manager hat mir ein bisschen Flexibilität, gegeben, Mhm. und ermöglicht zum Beispiel teilweise oder für gewisse Zeit, teilzuarbeiten, um meine Kinder sich zu kümmern und das war natürlich auch das war wirklich wichtiger Faktor. Mhm. Ja, also wir hatten 2 Kinder in England und dann, irgendwann, obwohl ich meine feste Stelle schon bekommen habe dort, wir haben zusammen entschieden, dass wir nach Deutschland, zurückkommen und genau, wir sind nach Leipzig, wir sind nach Leipzig gekommen, weil mein Mann aus Leipzig kommt. Mhm. Und natürlich wollten wir, dass mindestens ein Teil von Familie, endlich in der Nähe ist und uns ein bisschen unterstützt oder mindestens haben wir Möglichkeit, also die Kinder haben Möglichkeit, die Familie zu sehen und genau. Ja, das waren die Gründe. Mhm. Mhm. Genau, also aus, ja, familiären Gründen wieder zurück nach Deutschland. Ja. Ja, und Mhm. dann war natürlich die Frage so: Wie geht's jetzt beruflich weiter? Und Genau. dann bist du ja da eigentlich dann so richtig ins Wissenschaftsmanagement eingestiegen. Genau. Und, ja, ich musste mich komplett neu orientieren. Niemand kannte mich hier und, erster Schritt war natürlich ein bisschen mein Deutsch zu verbessern, oder deutlich mein Deutsch zu verbessern, weil ich wusste, dass mindestens in Leipzig, Deutsch wird große Rolle spielen bei Bewerbungen. Und dann habe ich mich beworben, genau, und habe ich die Stelle, am UFZ bekommen. Das war natürlich, super Gelegenheit für mich, schon wieder, ganz ganz tolle Einrichtung und, ja, wir haben uns dort kennengelernt. Genau, genau. Mhm. Da saß ich, glaube ich, in deinem Bewerbungsgespräch. Vorstellungsgespräch damals Genau. auf der anderen Seite, ja. Genau. Ja. Das war ja, wenn ich mich richtig erinnere, das war ja, glaube ich, damals 'ne Elternzeitvertretung, die Stelle. Ja, genau, von Genau. Claudia. Ja, Mhm. Mhm. genau. Und, das, Mhm. ist, glaube ich, auch 'ne gute Möglichkeit oder habe ich jetzt schon öfter gesehen, dass so ja, so Mhm. Personen auch ins Wissenschaftsmanagement oft einsteigen, so als, Mhm. ja, Einstiegsstelle, dass man mal gucken kann, so, ja, wie ist das da? Ich kann erste Erfahrungen sammeln. Genau, und das hat Genau. sich ja, glaube ich, auch bei dir auch Mhm. bewährt. Du warst ja Absolut. erst am Mhm. UFZ und vielleicht, magst du mal 'n bisschen erzählen, also, wie war das damals für dich, so die erste Stelle, in Deutschland, auch mit Deutsch, als Fremdsprache? Mhm. Wie war das für dich Mhm. damals? Ähm, das war, natürlich sehr wertvoll als Erfahrung. Also, ich war sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, weil ich wusste, dass mein Deutsch, also, weit von perfekt war damals, bleibt noch, also, wird wahrscheinlich nie perfekt, aber damals wusste ich, dass es ist natürlich, noch lange weg, ja, für Verbesserung. Ähm, aber, ja, ich denke, dass
war beste Moment und beste Option, weil ich denke, ein paar Sachen mitbringen und gleichzeitig ganz neue Sachen, also mich vertiefen ein bisschen in deutschen System. Also, das war außer universitären Einrichtung, aber trotzdem hatte ich ganz viel Kontakt mit Doktoranden, mit Unterstützung von Doktoranden. Erste Erfahrungen in Deutschland bei Unterstützung von Doktoranden. Gleichzeitig, ich denke, meine Erfahrung aus England, wo ich auch ganz viel mit Doktoranden und Masterstudenten, zu tun hatte, war auch, sehr nutzvoll. Also, ganz tolle Erfahrung. Ich habe ganz viel gelernt. Super Team, ein High Grade, Graduate Program High Grade. Ja, also, ich denke, ich habe ganz, ganz, ganz viel profitiert. Also, wenn ich jetzt dran denke, es war sehr gut organisiert, sehr gut strukturiert. Ich kann mich erinnern noch, diese Prozesssteckbriefe, die Claudia für mich vorbereitet hat. Also, ich kannte wirklich relativ komplexe Sachen, weiß nicht, diesen Department-Abfrage oder so, ganz einfach genau, erledigen. Oder PhD-Konferenz mitgestalten. Wie gesagt, also ganz gute Erfahrung und für mich auch schon wieder eine Möglichkeit zu beobachten, wie die Prozesse aussehen, ja, genau, wie ein bisschen die Anträge in der FG funktionieren, wie bekommen, die Doktoranden das Geld und genau, Ablauf von Doktorarbeit hier in Deutschland. Ja, natürlich, ich habe selbst gemacht, aber es ist, ein paar Jahre Unterschied und natürlich in England sind also, ganze PhD sieht ein bisschen anderes aus. Mhm. Also, sehr wertvoll. Mhm. Mhm. Ja. Ja, und ich finde, also, dass es auch noch mal zeigt, also, du hast ja grad schon gesagt, so dein Deutsch war damals noch nicht so perfekt, Mhm. aber letztendlich, was ja dann auch wichtig war oder was für uns ja damals auch im Team wichtig war, oder was wir sehr geschätzt haben, war ja auch diese internationale Erfahrung, Mhm. die du mitgebracht hast und auch einfach diese Erfahrungen, auch aus dieser Tätigkeit an der Uni Manchester, dass du schon so 'n Verständnis hast für Mhm. Prozesse und wie läuft das ab und wie funktioniert das? Also, ich will mal sagen, das, ja, war dann ja wichtiger als: Ist das Deutsch perfekt, ja? Weil ich meine, das Mhm. kann man ja immer noch verbessern. Und hier, ich denke, es lohnt sich zu erwähnen, für Zuhörer, Zuschauer, aber auch zukünftige, wenn jemand also Helmholtz und zum Beispiel Max Planck, das sind die Institutionen, wo Englisch ist auch noch sehr viel benutzt und deswegen, ja, im Helmholtz trotzdem, also am UFZ habe ich trotzdem ganz viel Englisch noch, relativ viel Englisch benutzt und das war eigentlich tolle so Zwischenstelle, ja, wo ich wusste: „Uff, ich kann ja“, manche Doktoranden kannten nur Englisch, also ich hatte diesen Ventilmomente, wo ich gedacht ich musste mich total anstrengen, um Strukturen auf Deutsch zu bauen. Manche Sachen, ja, haben wir also, ich denke, die Dokumente waren so wie Supervision Agreement oder so auf Englisch. Also, das war so noch so ein bisschen, ja, wie gesagt, Zwischenstelle. Mhm. Genau. Also, ich denke auch bei vielen Stellen so im Wissenschaftsmanagement, grad, in den Mhm. Positionen, wo man eben viel mit Promovierenden oder eben Mhm. WissenschaftlerInnen arbeitet, wird ja eben auch Mhm. viel Englisch gesprochen. Und ich glaube, Deutsch Mhm. war eher wirklich dann, wenn's so um die Administration, Bürokratie ging. Genau, Ja, genau. genau, genau. Ja, Mhm. ähm, dann wir hatten ja schon gesagt, also Stelle am UFZ war ja Mhm. befristet, war 'ne Elternzeitvertretung und Mhm. danach bist du ja gewechselt. Also, das ist ja vielleicht auch noch mal spannend. Also, du hast praktisch Mhm. sozusagen 'n Helmholtz-Zentrum von innen erlebt und dann warst du an der, Max-Planck School. Mhm. Das war genau da Mhm. warst du Curriculum Officer an der Max-Planck School of Cognition, auch in Leipzig. Genau. Magst du Mhm. mal erzählen, was hast du 'n da Mhm. gemacht? Was war Mhm. deine Rolle, deine Tätigkeit? Mhm. Das war auch sehr spannende Zeit und spannende Rolle, weil wir diese Schule, also das heißt Max Planck School of Cognition, aber das ist eigentlich Graduiertenprogramm, gegründet haben. Also, ich war dort von Anfang an und, wir mussten alle Strukturen und Prozesse neu erstellen und, ich war wirklich stark involviert in Recruitment and Selection, von Doktoranden, in
Etablierung von, also, es war zum Beispiel, 1. Jahr von Doktorarbeit war sogenannte Orientation Year, wo wir haben eine Reihe von Lab-Rotations organisiert haben. Jeder Doktorand hatte 3 Lab-Rotations deutschlandweit und sogar auch, in England und Niederlanden mit Partnerinstitutionen. Genau, ich war auch involviert in so Verbindung oder in der Suche zwischen Doktoranden und, Betreuer. Also, das war auch schon am Ende von ersten Jahr von Doktorarbeit sehr wichtig und wir mussten auch so irgendwelche Ideen entwickeln, wie soll man das, irgendwie reibungsloser machen, weil viele Doktoranden wollten immer denselben zum Beispiel Betreuer und man musste das ein bisschen, ja, und manche Betreuer waren nicht so populär. Also, ganz, ganz viele Sachen auch ein bisschen, was hat mich selbst überrascht, ich war involviert in Entwicklung von Plattformen, wo wir Leistung von Doktoranden, natürlich, wir hatten, Softwares, ja, äh also Softwareentwickler, die mit uns gearbeitet haben, aber wir haben das wirklich so, am Ende für uns, individualisiert und gestaltet. Das war total spannend und, genau, also ich habe so einen Eindruck, dass ich habe wirklich, viel beigebracht zum Gestaltung von diesem Max Planck School of Cognition. Es funktioniert weiter. Es ist, ich war dort 4 Kohorte von Doktoranden, also ungefähr 4 Jahre. Dann genau, Finanzierung war zu Ende und jetzt haben die komplett andere Quelle von Finanzierung, aber trotzdem, ich denke, das war ganz gute Erfahrung. Dadurch war ich auch sehr nah zum Doktoranden, also so wirklich, ganz viel Beratungen und ein bisschen wie am UFZ. Genau, ja, Ja, vergleichbar. ja. Mhm. Da hast du gerade auch schon 'n wichtiges Thema angesprochen, Finanzierung. Also, Ja. oft ich glaube, oft denken, ja, Personen, die sich für Management interessieren, denken dann auch: „Ah, das ist vielleicht irgendwie mehr Stabilität, ja, dann habe ich dann 'ne Mhm. langfristige Stelle.“ Also, Mhm. da muss man schauen, ja, das ist nicht immer Absolut. so. Also, es gibt Mhm. natürlich, Mhm. ja, Stellen, die dann entfristet werden, aber oft, sind's eben auch eher so Projektgebunden. projektbezogene Bezogen. Stellen, Mhm. genau, Ja. wo man dann eben gucken Mhm. muss, was passiert dann am Ende des Projekts? Wird das irgendwie verstetigt? Läuft Mhm. das weiter oder muss ich dann Mhm. vielleicht mir eben was anderes suchen? Ja. Genau. Also, das ist, die Realität. Also, man soll das laut ansprechen. Ich denke, auch hier muss man, also, zumindest meine Erfahrung ist, dass das sind, kurze Verträge und, auch am SFB, Sonderforschungsbereich, dort eigentlich habe ich übernommen, Koordination von Sonderforschungsbereich an der Uni für die letzten 1,5 Jahre von Sonderforschungsbereich. Das ja, insgesamt am Maximum haben die SFBs 12 Jahre und ich wusste, dass es für sehr kurz ist, trotzdem schon wieder spannend und, ja, das bringt mich wahrscheinlich spontan zum nächsten Punkt, dass die große Einrichtungen, wenn man das ist so auch ein Tipp, zum Beispiel wie Uni Leipzig, wenn man dort auch wenn es nur kurz 'n Vertrag ist, meiner Erfahrung nach, das kann sein, dass es bringt dich jemanden zum nächste Stelle, ja, weil man dann wirklich so vernetzt ist, lernt man so viele Leute, das ist zum Beispiel, ja, ein bisschen Ausgleich zu diesen kurzen Verträgen. Das sind große Institutionen und, Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden kennenlernt, den dann zum nächsten Stelle irgendwie führt oder, ja, verbindet oder empfiehlt etwas, ist hoch. Ja, Mhm. ja. Und man sammelt ja auch mit jeder Stelle wieder mehr Erfahrungen und ja, Genau, ja, genau, genau. definitiv. Ja. Mhm. Ja, zu der Stelle als, Koordinatorin, des SFBs, da haben wir auch 'n paar Fragen jetzt schon gleich, im Chat Okay. bekommen. Da können wir vielleicht grad schon mal reinschauen. Mhm. Genau, was waren denn da so deine Aufgaben konkret als Koordinatorin? Und Von wie f SFB. genau, vom Mhm. SFB und wie haben sich Mhm. die Aufgaben so verteilt, Mhm. prozentual? Ja. Mhm. Also, wie ich schon erwähnt habe, das war eigentlich geplant für ein Jahr und ich wusste, dass 50% ist für Graduiertenkolleg,
Also auch so wie Graduiertenprogramm. Ich denke, viele SFBs haben Graduiertenprogramm. Ähm, und die Aufgaben dort waren ähnlich wie zum Beispiel genau, also Organisation von Weiterbildung für Doktoranden, ein bisschen, Begleitung mit Supervision von oder, genau, also Sicherstellung, dass die Doktoranden, Doktorarbeit bis Ende bringen, ja, falls es Probleme gibt und, genau, ein bisschen, Versuch, sodass die Doktoranden sich, verbinden, dass es Austausch gibt, also irgendwelche Organisation von Veranstaltungen. Summer School habe ich organisiert dort. Das war 50%. Und, 50%, war ich, tätig für SFB an sich selbst. Also, ich hatte eigentlich 2 Chefs. Ein war, so ein PI aus dem SFB, der Ansprechperson genau, also der war zuständig für Graduiertenkolleg und zweiter Chef war der ganz einfach, also, ganz einfach, ähm ja, so Direktor von Sonderforschungsbereich an sich selbst. Und ich habe es war sehr klar von Anfang an, was ich machen muss, weil es war wirklich Ende von 12 Jahren und ich wusste, dass ich muss internationales Symposium organisieren. Es war ganz viel Druck, weil es war ganz wenig Zeit dafür und also als Abschluss von diesen, das waren Mechanismen der Adipositas. Und zweite große Aufgabe war Abschlussbericht. Ja, das war auch so gigantische Herausforderung, weil, nach 12 Jahren musste man ganz viel Daten sammeln. Ich denke, wissenschaftlich, inhaltlich sind die Abschlussberichte nicht so spannend, weil es endet schon als Projekt, aber für DFG sind die sehr wichtig, weil man muss zeigen, wo das Geld fließt und ja, was man alles geschafft hat und erreicht hat. Das waren die konkrete Aufgaben. Mhm. Mhm. Ja, genau. Hat mich gut beschäftigt. Genau, und war aber auch eher wieder bisschen spezieller, weil's eben diese Abschlussphase dann war. Genau, ja. Abschlussphase und schon Mhm. wieder auch 'n bisschen für mich neue Bereich. Also, ich war früher mit zum Beispiel DFG-Anträgen nicht so beschäftigt. Und das sind so sehr spezielle Dokumente. Man muss ja, es gibt, Vorlagen, wo man wirklich gucken, okay, die weiß nicht, die Teilprojekte von 50 PIs müssen so und so lang sein, dürfen so und so viele Diagramme haben. Also, das war schon auch sehr, speziell, ja. Ja. Mhm. Hast du generell, weil hier auch noch Fragen im Chat kamen, Einblicke, wenn jetzt 'n neuer SFB, ja, entsteht und eben auch Koordinatoren da eingestellt werden, hast du da 'n Einblick, was sind da so die typischen Aufgaben? Oder wenn man sich dort jetzt, bewerben würde als Koordinator, Koordinatorin, Mhm. was sollte man da vielleicht welche Kompetenzen besonders herausstellen? Also, ich bin sehr stolz, weil diese SFB, diesen Mechanismen der Adipositas, das hat sich jetzt umgewandelt zum LICAM. Also, das ist diesen Exzellenzcluster. Also, ganz viele von PIs aus dem Sonderforschungsbereich, Mechanismen der Adipositas sind jetzt dort und das hat jetzt offiziell du hast sicherlich gehört, ja, das ist 'n gigantischer Erfolg von Uni Leipzig. Das ist nur so ein zusätzlicher Kommentar. Insgesamt Sonderforschungsbereiche, von was ich, hm, also weiß und gehört habe, von Lisanna, also die Frau, die hat bevor ich dort gekommen bin, SFB für 6 Jahre diesen Projekt, koordiniert hat. Es ist häufig so, also, dass die Stelle ist wirklich aufgeteilt und Graduiertenkolleg Koordination von Graduiertenkolleg ist schon 'n wichtiger Teil. Also, ist diese mindestens Hälfte, ja, weil das waren ungefähr 50 Doktoranden, also, es ist Nachwuchsförderung ist tatsächlich sehr wichtig. Also, auch im Abschlussbericht habe ich gesehen, das ist extrem wichtig, um zu zeigen und beweisen, wie die Doktoranden wurden gefördert, was man alles anbieten kann, auch wie man die Doktoranden zum Postdoc und dann Junior Group Leaders bringt. Und dafür braucht man genauso Koordinatoren, die das ein bisschen steuern. Ähm, genau, also Nachwuchsförderung ist wichtig
Und zweiter Teil ist also Organisation von Veranstaltungen, ja, diese zum Beispiel jährlich hatten die ein oder 2 Retreats, wo es natürlich geht es um Austausch, um Netzwerken und Austausch von wissenschaftlichen Ideen, sodass SFB wirklich die Leute zusammenbringt. Ja, das sind diese interdisziplinäre Strukturen, die ganz einfach, ja, soll man ein Thema aus unterschiedlichen Winkeln oder Ecken bearbeiten und genau, also Veranstaltungen, also SFBs wurden so konstruiert, dass man, jede 4 Jahre muss man, um sich also eigentlich früher als nach 4 Jahren, aber man muss immer die, Verlängerung sichern, ja? Also, das waren 3 mal 4 Jahre, ja, diese 12 Jahre. Also, Und natürlich Evaluationen dann wieder organisieren zwischendrin. also, Ja. genau, die Mhm. Berichte, ja, also diese Zwischenberichte, Vorbereitung von Berichten, das ist, extra enorm viel Arbeit, ja, mit 50 PIs, um die Daten zu sammeln, irgendwie formatieren, organisieren und dann Feedback sammeln. Also, die Berichte ständig nach, DFG zu schicken, ich weiß, dass nicht alle SFBs wurden wirklich 12 Jahre für 12 Jahre verlängert. Also, das sind sehr wichtige Elemente. Ja, Mhm. ja. Ja, jetzt haben wir ja schon einiges gehört, was du so gemacht hast in diesen verschiedenen Stellen, also im Mhm. SFB, Max Planck, Mhm. School, Helmholtz, also sehr viel auch eben Graduiertenschulen oder, Mhm. ja, viel mit Promovierenden hattest du da zu tun. Und jetzt bist du ja an der Uniklinik Leipzig als Koordinatorin. Mhm. Was machst du denn jetzt? Auch wieder 'ne andere Ähm, Stelle? ja, jetzt ist Was es machst du schon wieder da? komplett neue Erfahrung. Ja. Komplett neue Erfahrung. Das ist, also, ich sitze im Krankenhaus, und das ist ein Team von, also, an der Kardiologie, also, mein Chef, das ist ein Vertreter von Klinikdirektor. Es ist ein sehr, sehr, sehr beschäftigter, Oberarzt, der auch, also ganz viele klinische Studien führt. Und das sind wirklich sehr große klinische Studien. Er hat also von was ich verstanden habe, ein von diesen Studien ist wirklich allergrößte im Moment in Deutschland. Das sind mehr als 5.000 Patienten, die dort eingeschlossen sind. Und natürlich, hat er auch, klinische Studien, die wurden von EU finanziert, die wurden irgendwelche von kommerziellen Sponsoren finanziert. Und, er brauchte jemanden, der das natürlich ein bisschen also, eine Übersicht hat, äh, sehr wichtiges Element im Moment wichtiges Element ist Finanzenüberwachung, weil es ist natürlich immer komplex, Drittmittelverwaltung und Austausch mit genau, zum Beispiel Sponsoren oder, EU-Institutionen, die klinische Studien finanzieren. Ähm ja, also ich bin involviert in Finanzen, Controlling, in, Antragstellung auch, von neuen Studien. Ich bin dort seit ein bisschen mehr als einem Jahr, ähm, und, die Rolle ist sehr vielfältig. Also, ich war auch involviert in Vorbereitung von Antrag, von, Advanced Clinician Scientist Programm. Das ist ein bisschen, ähnlich wie Graduiertenprogramm, aber es ist für Fachärzte. Ja, das ist, relativ neu in Deutschland, f durch DLR und das ist Projektträger, aber eigentlich BMFTR finanziert. Ähm, ein bisschen wie Graduiertenprogramm, weil man muss auch eigentlich, ein bisschen Weiterbildung organisieren, aber da sind schon sehr erfahrene Ärzte, die ganz einfach brauchen Zeit, um Forschung zu machen, klinische Studien zu machen. Also, ja, also ganz, ganz viele, unterschiedliche Aufgaben. Ja. Mhm.
Also, da kannst du jetzt auch wieder so zurückgreifen oder auf Erfahrungen so aus den Graduiertenschulen und dann klingt's so 'n bisschen auch, was du in Manchester gemacht hast, oder? Wo du noch Ja, näher dran definitiv. warst an der Forschung. Ja, Genau, genau, genau. ja. Also, ich hatte schon auch, in den letzten Monaten ein bisschen mit Biobanking zu tun, zum Beispiel für eine klinische Studie. Also, ich habe, genau, die Proben gesammelt aus Deutschland, aus unterschiedlichen Kliniken und hier, gelagert, dann fehlende Messungen, organisiert im Campus hier in Leipzig für bestimmte klinische Studie. Also, tatsächlich ein bisschen back to Labor und ja, Genau, aber back to the roots. ich wollte sagen, aber das klingt wahrscheinlich ein bisschen genau, ein bisschen zurück zum alten Erfahrungen. Mhm. Ja, ja. Ja, spannend. Also, da sieht man ja wirklich, wie vielfältig so Ja, die Tätigkeiten tatsächlich. sind und auch Mhm, wie ja, wie man in diesem Bereich auch so mhm, unterschiedliche Stellen wechseln kann und, neue mhm, Erfahrungen sammeln kann. Ja, wirklich spannend. Was würdest du denn sagen, also, wenn sich jetzt jemand eben für Tätigkeiten so in diesem Bereich interessiert, mhm, was für Kompetenzen sind denn da besonders wichtig? Oder was hat dir da mhm, besonders geholfen, da mhm. erfolgreich zu sein? Ähm, also, ich denke, dass, Leute ganz häufig unterschätzen sich und eigene Kompetenzen. Und ich denke, das ist hauptsächlich hier gezielt, unsere Publikum das sind die Promovierende, nicht nur Promovierende, aber wenn ich denke an Promotion, dort sammelt man wirklich schon ganz viele Kompetenzen, die für Wissenschaftsmanagement wichtig sind. Zum Beispiel also, Erfahrung in Planung von langfristigen Projekten, ähm, Netzwerken, Kommunikation. Also, das sind alle also Austausch, ja, wissenschaftlicher Austausch. Hier im Wissenschaftsmanagement braucht man auch ständig man ist ständig in Austausch mit unterschiedlichen Gruppen, nicht nur Forschern, sondern zum Beispiel jetzt bin ich auch mit Zentrum für klinische Studien, natürlich Verwaltung, Drittmittelverwaltung. Also, das sind die Fähigkeiten oder Kompetenzen, die man sicherlich schon während Promotion entwickelt und man weiß nicht, dass man die hat, ich denke. Ja, das ist, ja, so irgendwelche Kompetenzen, um Sachen Daten zu präsentieren, zu erstellen, ja, mitzuteilen oder gut erklären. Das ist alles, was im Wissenschaftsmanagement auch sehr wichtig ist. Mhm. Mhm. Wie würdest du denn du hast jetzt wirklich Erfahrung gesammelt in unterschiedlichsten, Institutionen, unterschiedlichste Tätigkeiten. Wie würdest du denn Wissenschaftsmanagement eigentlich beschreiben? So was macht Mhm. das aus? Also, genau, nach meiner Erfahrung sehr sehr, sehr vielfältiges Feld, äh, aber ein Feld, das, verbindet, Wissenschaft und Management. Ich würde sagen, das ist wirklich, wie Planung, Steuerung, Organisation von Wissenschaft und, es soll von Wissenschaft und Einrichtungen und es soll, Forschung und Wissenschaft irgendwie ermöglichen, gezielter und effizienter zu gestalten. Und, ich denke, das kann wirklich, kritisch sein, ganz einfach. Also, es ist diese so eine Schnittstelle, wahrscheinlich kann man ohne damit leben, aber es kann ganz große Unterschied machen, wenn es jemand also, ich sehe zum Beispiel jetzt, ich weiß mindestens mein Eindruck ist, dass es tatsächlich hilfreich ist, für meinen Chef jemanden zu haben, der ganz einfach ein bisschen Überblick hat, ganz einfach, äh genau, Verständnis, aber auch Verständnis für Forschung. Ich natürlich lerne ganz viel, jetzt Kardiologie, komplett neue Begriffe und das ist schon wieder komplett neuer Bereich, aber genau, so ein Dialog mit Drittmittelverwaltung und, ja, Personalabteilung auch. Ich bin auch ein bisschen in Stellenausschreibungen involviert zum Beispiel, ja. Also das ja, genau, das Ja, ist ich also denke also dieses Verständnis für diese, mhm. ja, administrativen Prozesse eben Genau, auch, die also mit so ein dranhängen. Kombi, Ja. ja, zwischen ein Mhm. bisschen
so Fachwissen Verständnis von administrativen Prozessen, betriebswirtschaftlichen Prozessen. Also, ja, also, ich denke, das ist so, genau, also, so eine Verbindung zwischen 2 Welten. Mhm. Ja. Ja, es gab ja noch eine Frage im Chat, ob es irgendwelche Vereinigungen, Gesellschaften und so weiter gibt, wo man vielleicht Mitglied werden sollte, wenn man eben ins Management, Wissenschaftsmanagement möchte. Also, da, werden wir auf alle Fälle dann noch auch Links hier unter dem Video dann posten. Also, da gibt's Mhm. genau das Netzwerk Wissenschaftsmanagement zum Beispiel. Ich weiß nicht, fällt dir noch spontan was anderes ein, Eva, wo man Also, ich, weiß, dass zum Beispiel Speyer, ich weiß nicht, ob das Universität ist oder die sind, also hm, bieten ganz tolle Kurse und sogar Master in Wissenschaftsmanagement. Die sind auch auf dem LinkedIn und ich selbst bin immer, total begeistert, wie total, irgendwie, gezielte und spezifische Kurse die anbieten. Ich denke, es lohnt sich, die zu verfolgen. Die machen tolle Sachen. genau, Natürlich für das Mas werden wir dann auch noch mal verlinken, auf ja, alle Fälle. genau, Ja, genau. ja, Mhm. genau. Mhm. Und Unis, also, was ich für meine Notizen auch irgendwo auch, aufgelistet habe, also, das ist wahrscheinlich antwortet diese Frage nicht, aber insgesamt, alles, was mit Project Management zu tun hat, das ist sehr gut, wahrscheinlich schon während PhD oder kurz danach. Das, was ich habe ein bisschen in England gemacht, jetzt hier habe ich auch eintägige Kurse gemacht, ein bisschen Agile, ein bisschen, aber so ein Kurs, wenn man sich wirklich strukturierten Kurs, also Zeit und Geld dafür hat, manche musste man wahrscheinlich selbst bezahlen. Das ist definitiv, was ich empfehlen würde. Oder was man auch natürlich machen kann, was ich auch schon öfter gesehen habe, ist manchmal gibt's auch so kleinere Stellen, zum Beispiel in der Graduiertenschule, wo man dann schon Mhm. vielleicht während der Promotion oder so Genau. in dieser Mhm. Zwischenphase z nach Abschluss, aber man hat noch nicht komplett abgegeben, dass man da Mhm. vielleicht auch schon mal so 'n bisschen reinschnuppern kann oder eben vielleicht so mal nur für 'n paar Monate vielleicht auch so 'ne Elternzeitvertretung mal übernehmen Ja. kann, um Mhm. einfach da schon so 'n bisschen Erfahrung zu sammeln. Genau. Definitiv. Mhm. Ja. Ja, mit Blick auf die Zeit, vielleicht noch zum Abschluss, weil wir auch gesagt haben, wir wollen das Thema so Arbeiten in Deutschland mit eben auch Deutsch als Fremdsprache, auch noch mal aufgreifen. Wir haben ja schon 'n bisschen, drüber gesprochen. Aber ja, was würdest du denn da vielleicht auch so jetzt mit deiner Erfahrung zusammenfassend jetzt international Promovierenden Mhm. raten, die jetzt eben, ja, vielleicht Deutsch noch nicht perfekt sprechen und aber gerne hier, ja, in den Bereich in Deutschland einsteigen würden? Mhm. Also, ich würde sagen, Deutsch ist wichtig. Ähm, vor allem, wenn jemand wirklich Richtung Wissenschaftsmanagement gehen möchte, ist ganz einfach ermöglicht viel mehr und, äh ich habe mir in den letzten ein paar Tagen auch ein bisschen die Stellenausschreibungen auf dem LinkedIn angeschaut. Fast jede Ausschreibung hat Deutsch und Englisch, ja? Manchmal Englisch steht als Erste, aber es ist wichtig. Also, es lohnt sich, besser, also, Deutsch zu lernen und versuchen zu verbessern. Aber ich würde hier nicht so keine extremen, also und keine Sorgen sich machen. Ähm, Es ist eine schwere Sprache und ich denke, das ist total normal, dass man braucht Zeit, ja, normalerweise während PhD oder in vielen Fällen, zum Beispiel in meinem Fall, ich hatte nicht so viel Zeit, wirklich sich mit Deutsch so intensiv zu beschäftigen. Ich habe nie Deutsch in der Schule gelernt, was war natürlich ein bisschen schade. Ähm, ja, genau, also das ist normal, dass es dauert und ich würde sagen, man soll sich selbst erst ein bisschen loben, ja, dass man diesen Challenge überhaupt anfängt, weil die Leute sind normalerweise sehr kritisch, ja, und, es ist normal, aber ja, also, bis jetzt fehlen mir manchmal Wörter, bis jetzt weiß ich, ja, ich habe schlechtere und bessere Momente,
aber es war praktisch mit jeder Sprache. Es ist so und ich denke, ich hatte nie so einen Moment, von jemand würde mich schief anschauen und sagen: „Hä, was machst du hier?“ Oder im Gegenteil. Also, ich weiß manchmal: „Oh mein Gott, was habe ich jetzt gebaut?“ Oder manchmal also, Telefonate, mindestens am Anfang, waren für mich manchmal schwer, wenn jemand sehr, sehr schnell spricht, erwartet nicht, dass das nicht meine Muttersprache ist. Das waren ich hatte so ein paar von diesen Momenten, aber dann sage ich: „Entschuldigung, können Sie noch mal sagen?“ Und ich hatte ich habe nie erfahren, dass jemand wirklich irgendwie unangenehme Kommentare macht oder nicht genug Geduld hat oder so. Also, ich würde wirklich alle, versuchen, hier zu motivieren und, ja, viel Geduld und ganz einfach, Verbesserung und ja, im Moment ist KI ist genial. Ja, das Mindestens wenn hilft. es Schriftliches geht, um schriftliche, Ja, ja, Ausdrücke, das ist vergleichbar mit, also, ja, jetzt und vor 10 Jahren, es ist mhm, wirklich man ist so schnell, kann man in jedem Stil alles formulieren, in jeder ja, Sprache. Also, das ja, ist total hilfreich auch. hilfreich, Mhm, ja. mhm. Ja, aber sich einfach trauen, ja, sich was zutrauen. Total, Ja, absolut. ja, Also, ja, absolut. Also, ich ich denke, das ist ganz einfach, ja, also, es dauert ein bisschen, aber wahrscheinlich auch kommt schneller, als man das erwartet. Also, ich weiß, dass, ja, in den letzten 2 Jahren, wo ich wirklich, viel mehr Deutsch benutzen musste, haben zum Beispiel am SFB die 2 Kolleginnen, die 2 Sekretärinnen, mit denen ich gearbeitet habe, haben gesagt: „Boah, das ist jetzt viel besser wirklich geworden ist.“ Natürlich hat mich gefreut, ja. Und ich mache das Gleiche, wenn ich sehe das also, es ist total interessant, weil in Leipzig gibt es zum Beispiel in dem Zentrum von klinischen Studien gibt es relativ viele Ausländer, die alle perfekt, also sehr gut Deutsch kennen. Ja, also, es ist für mich auch neu. Ich lobe die nonstop. Also, ich bin neidisch und das ist wirklich erstaunlich. Also, es ist definitiv möglich und, ja, also, am Ende ich weiß nicht, vielleicht gibt es ein paar Länder, wo es ein bisschen einfacher ist, sich, zu assimilieren aber Deutschland bleibt wirklich sehr gut für also, als Arbeitsmarkt für Ausländer. Ich muss das sagen, also, wirklich. Ich weiß, dass die Deutschen selbst sich beschweren um viele Sachen aber wirklich, es gibt Möglichkeiten und ich persönlich hatte nie irgendwelche schlechte Erfahrungen, nur weil ich nicht, Deutsch perfekt kenne oder ja, nie. ja, Mhm. schön. Ja, dann hoffe ich, dass uns doch einige, die hier zuschauen, die vielleicht noch nicht ganz perfekt Deutsch sprechen, sich da ermuntert fühlen und genau, sich einfach trauen. Ja, dann sind wir schon fast am Ende. Ist noch ein bisschen Zeit für Fragen, von den genau hier live Zuhörenden und genau, da haben wir auch schon eine Frage im Chat, nämlich: „Wie sieht's denn eigentlich mit Remote-Stellen aus?“ Also, machst du Mhm. wie ist das bei dir? Kannst du auch Homeoffice machen oder auch wenn du jetzt vielleicht 'n Überblick hast über so die Stellen, die so ausgeschrieben sind oder vielleicht auch KollegInnen? Mhm. Wie schätzt du das Mhm. ein? Sehr unterschiedlich. Das ist super Thema eigentlich. Also, ich kann anfangen also, meine aktuelle Stelle, hier habe ich kein Homeoffice. Ähm, theoretisch, ganze medizinische Fakultät an der Uni Leipzig darf also bis zum 40% Homeoffice machen, 40% in der Woche. Aber tatsächlich, also ich arbeite jetzt, in der Klinik und alle sind da. Natürlich viele Sachen ich habe mich ganz einfach in Kurze nicht getraut, um diesen Homeoffice noch zu bitten, weil ich selbst ganz viel lerne und ich weiß, dass es Unterschied macht, dass ich, da bin. Äh, also, das ist meine aktuelle Situation. Insgesamt an der Uni, wie gesagt, zum Beispiel am SFB hatte ich immer einen Tag Homeoffice.
normalerweise freitags. Also normale Sache, viele Leute haben das gemacht. Und Max Planck war ganz kulant, wahrscheinlich, weil das auch Corona-Zeiten waren und danach ist Homeoffice auch hat sich sehr verbreitet. Also vor allem, Leute, die in der so Admin-Bereich gearbeitet haben, durften relativ viel Homeoffice machen. Ich weiß, dass es jetzt ein bisschen mehr strukturiert, aber definitiv 40% ist möglich. Also, es ist schon wieder sehr unterschiedlich. Also, ich denke, viel ist abhängig von dem Chef, von dem Bereich und, ja, das Ja, ist, von der Tätigkeit auch, ja, genau. absolut, Ja. absolut. Mhm. Mhm. Ja, mhm. Ja. Ja. Gut. Dann ich gucke jetzt grad noch mal in dem Chat. Wir haben ja einige der Fragen haben wir vorhin schon so Mhm. während des Talks auch beantwortet. Genau. Dann, ja, würde ich sagen, auch in Anbetracht der Zeit, dass wir dann, denke ich, hier, ja, zu 'nem Ende kommen. Mhm. Genau, ganz herzlichen Dank, Eva, dass du Mhm. hier deinen Karriereweg, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Gerne, vielen Ja, Dank. danke dir. Wirklich spannende Einblicke in die unterschiedlichen Bereiche. Ähm, Entsprechend unterm Video, wenn wir dann noch weiterführende Links, eben verlinken zu Mhm. Weiterbildungsmöglichkeiten, zu Netzwerken. Und ja, ähm, es wird auch weiterhin diese Karriere-Talk-Reihe geben. Entsprechend nächsten Talks werde ich dann auch wieder auf LinkedIn ankündigen. Also folgt mir da gerne und dann bekommt ihr da immer dann die neuesten Infos. Mhm. Dann herzlichen Dank nochmal, Eva, und Dankeschön. genau, einen Viel schönen Erfolg an alle. Abend. Gut, tschüss. Tschüss.